In diesem Video geht es um die Globular Cluster CGP2. Das sind die Controller Grips für die PSVR 2 Controller. Und wofür das überhaupt gut ist das Hot oder ist das Schrott? Das klären wir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mahlzeit, der Micha hier. Leute, es gibt was Neues von Globular Cluster und zwar hier diese total coolen PSVR 2 CGP2 nennen die sich. Und das sind Polster für die Controller von der PSVR 2. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wozu brauche ich da ein Polster? Aber die Idee ist gar nicht so blöd. Ich muss natürlich gestehen, dass die Idee auch teilweise von mir kommt. Ich bin da seit dem super genialen Headstrap-Mod von der PSVR 2 von Globular Cluster bin ich da in etwas engerem Kontakt mit der Firma und die haben mir einen Prototyp zugeschickt, weil ich denen geschrieben habe, Mensch, wie wär's denn mal mit irgendeiner Polsterage hier für die Controller? Dann schrieben die mir zurück, ja, die Idee hatten wir auch schon, wir schicken dir mal einen Prototyp. Probier das mal aus. Habe ich ausprobiert, war ein bisschen seltsam zu montieren, deswegen habe ich mir dann irgendwie mal, wo ich das ausprobiert hatte, habe ich mir in die Packung Temposee reingesteckt und habe gedacht, Mensch, einfach nur so ein Polster wäre eigentlich eine gute Idee. Habe dann mal ein paar Fotos davon gemacht, habe denen das geschickt. Die fanden das für eine super Idee und haben das direkt mal umgesetzt. Wie cool ist das denn? Und dann kam das hier zurück. Das ist dann die endgültige Version. Und ich muss sagen, das ist ziemlich genial. Weil nämlich jetzt Folgendes passiert. Ihr schlüpft hier rein und habt sofort den perfekten Griff. Ihr könnt das Ding komplett loslassen. Es schlappert nicht irgendwo da rum oder irgendwie sowas. Sondern es sitzt immer genau da, egal was ihr damit macht. Es sitzt immer genau da, wo es hingehört. Nämlich direkt an der Hand. Und ihr könnt die Hand komplett relaxen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Mir ist schon oft so gegangen in Spielen, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich muss die Dinger dauernd festhalten, irgendwie mit einer Pistole oder so rennst du dann dauernd darum. Es ist auf Dauer, ist es dann doch, man merkt das schon irgendwie und es wird ein bisschen krampfig. Und wenn du dann ab und zu wirklich mal die Hand komplett locker lassen kannst, ohne dass du Angst haben musst, irgendwie nochmal alles nachzurücken, ist das schon eine ziemlich geile Sache. Und hier ist noch was drin, das zeige ich aber jetzt in einem weiteren Video, nämlich so eine Art Band, das man hier noch hinten um das Handgelenk machen kann. Und dann hält das noch besser. Zeige ich aber gleich. Wir machen jetzt mal ein Unboxing und dann schauen wir uns das mal genauer an, was alles im Paket drin ist und wie das funktioniert. Viel Spaß. Da hat man das Paket. Wollen wir mal schauen, was drin ist. Wir haben einmal hier den Guide, der ausführlich beschreibt, wie man das anbringt. Wir haben hier die normalen Pads und das hier sind so Armstraps, das erkläre ich aber gleich nochmal. Und wir haben nochmal zusätzlich Verdickungspads, nenne ich sie jetzt mal. Also die kommen dann nochmal hier unten drunter, die haben hier oben ein Klettband. Das hält auch ziemlich gut und dann kann man die hier nochmal drunter packen, um das noch ein bisschen dicker zu machen, damit es noch ein bisschen mehr stabiler drückt. Das immer alles hier auslegen. So, einmal für rechts, einmal für links. Und das hier, das ist alles drin, inklusive der Aufklebepunkte, so kleine Klettpunkte, die dann von innen auf den Controller geklebt werden. Also diese Klebepunkte werden hier innen auf den Controller geklebt und zwar an dieser Außenseite. Ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann. Ich habe mir hier die schon mal drauf gepappt. Ich habe hier vorne eine Reihe lang geklebt und dann halt mir zu dieser Spitze hin, so dass man da was aufkleben kann. So, und dann wird im Prinzip nur dieses Teil hier reingesetzt. Ich habe das jetzt so angefangen, dass ich hier das so gemacht habe. Ich habe das hier mir... Ja, ist ein bisschen fummelig, aber es geht. Dann hier so rumsetzen und hier vorne dran drücken. Und dann hält das. Also das kann man jetzt noch ein bisschen, man kann es noch ein bisschen mehr vermitteln. Das ist mir jetzt ein bisschen weiter runtergerutscht. Aber zum Zeigen ist das schon mal ganz okay. Also es muss halt hier vernünftig drauf sitzen. So, und dann kann ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier reingreife, habe ich jetzt hier ein bisschen Druck auf der Hand. Das ist jetzt für mich, ist das optimal, dieses eine normale Pad. Es ist noch ein bisschen locker. Ich kann noch alle Tasten, kann es auch noch so ein bisschen, man kriegt das noch relativ schnell ab, wenn man mal das abziehen will, wenn man was trinken oder so, kriegt man das noch ganz gut abgezogen. Es hält aber so gut, dass es nicht sofort von der Hand rutscht.
Und es ist noch bequem. Bei längeren Spielsessions drückt es auch noch nicht auf der Hand. Das Schöne ist, du kannst halt wirklich dann auch die Hand locker lassen. Du musst es nicht dauernd komplett festhalten. Du kannst wirklich alles gehen lassen und wirklich deine Hand auch mal entspannen. Und das finde ich total angenehm. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das funktioniert auch ganz hervorragend mit den normalen Sicherheitsstraps, die da dran sind. Da kann man die trotzdem drauf pinnen. Das geht alles noch ganz gut. Wenn euch das aber hier stört und ihr die sowieso abmachen wolltet schon immer, weil es gibt noch eine andere Lösung jetzt, dann einfach hier oben durchziehen. Ja, einfach hier oben durchziehen, ein bisschen dran ziehen und dann klappt das hier oben rum und löst sich im Prinzip. Ganz einfach. So kann man die abmachen, so kann man die dann auch wieder dran machen. Ganz easy. Es gibt dann halt noch die Möglichkeit, das mit diesem beigelieferten Klettband zu machen. Das klettern wir einfach hier unten mit dran. Setzt dann das Pad wieder rein. Andrücken. Und dann kann man das einfach hier drum legen. Und hat hier nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Und so kann man wirklich das Ding komplett gehen lassen. Und rütteln und schütteln, das fällt nicht ab. Das ist auch relativ bequem, weil das schön weiches Material ist hier. Und dann ist das wirklich eine super sichere Sache. Ihr könnt den Arm, die Hand komplett lösen und habt trotzdem noch einen sicheren Griff. Sobald ihr wieder zupackt, ist alles da, wo es hingehört. Da kann nichts passieren. Das ist wirklich super cool gemacht. Und auch, ich finde, total bequem. In der Beschreibung ist doch wirklich gut erklärt, wo man die Punkte hinsetzen soll, wie man die Pads einklebt, wie man die Straps anbringt, falls man das mit den beigelegten Klettstraps machen möchte. Also eigentlich alles ganz gut erklärt. Sollte nicht allzu schwer sein, das zu montieren. Falls ihr die Sony Ladestation euer eigen nennt, dann ist das auch kein Problem, denn die Controller passen mit den Pads wunderbar in die Ladestation. Da stört nichts, weil das alles ganz wunderbar ja innen sitzt. Ja, und das überhaupt kein Problem macht damit. Wenn man über längere Zeit spielt und das ist zu dick hier, ist es für mich das Problem, dass es echt schon auf die Hand drückt und man merkt das. Dann wird es ein bisschen unbequem. Also ich habe jetzt wirklich nur das einfache Polster dran, ohne alles andere. Es ist relativ stabil. Es ist aber noch so locker, dass ich schnell mal irgendwie hier andere Tasten noch mal erreichen kann. Wenn das Ding zu fest sitzt, kommt man schlechter an die PlayStation-Taste, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich es lieber ein bisschen lockerer. Das fällt trotzdem nicht von der Hand. Man kann aber die Hand auf alle Fälle relaxen. Das ist schon mal ziemlich wichtig. Und ich kann das auch mal schnell abziehen und kann mal was trinken. Das fand ich ganz gut. Und deswegen ist das für mich, ihr müsst das natürlich selber ausprobieren und gucken, was für euch am besten funktioniert. Für mich ist das die beste Variante und das ist auch so ein Ding, was ich gar nicht mehr abmachen will, weil es einfach super passt. Und es passt auch perfekt in die Ladestation. Ich finde es auf alle Fälle eine super coole Sache und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich auch so ein bisschen die Inspiration dafür war, sondern weil ich es wirklich gut finde. Und das ist echt einfach klasse umgesetzt, ja, da kann man nicht meckern. Das Ding kostet $20 oder 20 Euro. Es gibt aber einen Rabattcoupon für Leute, die das Headstrap schon bestellt haben. Die bekommen 15% Rabatt, das verlinke ich alles unten in der Beschreibung. Für Leute, die das hier im Januar noch bestellen, gibt es 10% Rabatt. Und das finde ich okay. 20 Euro ist nicht wenig, aber man muss echt sagen, die Produkte haben echt Qualität. Und das ist kein Schmuh. Das hält was aus, das ist stabil, das ist gutes Material. Das fühlt sich gut an, wenn es an der Hand liegt. Also es ist den Preis durchaus wert, meiner Meinung nach. Müsst ihr natürlich selber entscheiden. Es gibt noch eine andere Variante. Ein paar von euch werden vielleicht sagen, hey, da gab es doch das Ding mit diesem normalen Strap von Sony, was man sich hier dann so ganz kompliziert drum wickelt und was man sich dann um den Arm wickeln kann und dann sitzt der Controller auch fest. Da gibt es aber so ein paar Problemchen. Also zum einen hat man oben einen ziemlich großen Abstand zwischen Hand und dem äußeren Ring. Wenn man das sich so in die Hand wickelt, es entstehen Druckstellen und es sitzt einfach nicht gut und es ist unbequem und sich das Ding jedes Mal dran zu fummeln, ist echt Arbeit. Außerdem besteht die Gefahr, dass man sich den Clip innen, da wo er befestigt ist, abreißt. Weil da auf längere Zeit doch ganz schön Belastung drauf kommt. Tja, und ob das was für euch ist, müsst ihr gucken. Zur Not klemmt euch mal eine Packung Tempos dazwischen und checkt das mal aus, wie das ist. Das ist nämlich gar nicht so verkehrt. Ich hoffe, das hat euch weitergebracht und lasst mir ein Abo und ein Like da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut auch mal in die anderen Videos rein. Schaut euch das mal an mit dem
mit dem Headstrap-Mod, das ist wirklich, ich hatte früher eine Mütze auf. Ich hatte eine Mütze auf, weil ich total Druckstellen hatte auf der Stirn und weil mir dauernd der Sweet Spot verrutscht ist. Mit dem Ding aufsetzen passt 100%. Viel Spaß beim Zocken, wir sehen uns in VR.